Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch ein einfaches Rezept für Artischocken, das ihr sowohl als leichte Vorspeise, zum Beispiel für festliche Anlässe, als auch als Fingerfood servieren könnt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes schneide ich die Stiele der Artischocken knapp unter dem Blütenansatz ab. Dann entferne ich die kleinen Blätter von den Stielen, schneide die trockenen Enden ab und schäle die Stiele mit einem Sparschäler. Bei diesen Artischocken waren die Stiele nach dem Kochen so weich, dass man sie essen konnte. Es kann aber auch sein, dass die Stiele sehr harte Fasern haben und nicht genießbar sind. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Die Artischocken und die Stiele spüle ich unter fließendem Wasser gründlich ab und lege sie in einen großen Topf. Den Topf fülle ich nun mit Wasser auf und beschwere die auftreibenden Artischocken mit einem umgedrehten Teller, sodass sie vollständig mit Wasser bedeckt sind. Die Artischocken koche ich dann bei mittlerer Hitze so lange, bis sich die Blätter leicht herausziehen lassen. Je nach Größe der Artischocken kann die Kochzeit nach dem Aufkochen des Wassers 30 bis 50 Minuten lang sein. Als nächstes bereite ich den Dip vor. Hierfür lege ich 2 Eier in einen kleinen Topf, bedecke sie vollständig mit Wasser und koche sie bei mittlerer Hitze etwa 8 bis 12 Minuten. Währenddessen hacke ich die Knoblauchzehe mit einem Messer möglichst fein und schneide die Schalotte in feine Würfel. Sobald die Eier fertig sind, gieße ich das Wasser ab und lasse sie abkühlen. Dann können sie auch schon geschält werden. Die Eier habe ich hier noch einmal geteilt, damit ihr sehen könnt, wie sie in etwa aussehen sollen. Klassischerweise verwendet man für den Dip zwar nur das Eigelb, aber da ich das Eiweiß nicht wegwerfen möchte, verwende ich hier ganze Eier. Geschmacklich macht das kaum einen Unterschied. Die Eier fülle ich in einen sogenannten Zerkleinerer und würze sie mit einem Teelöffel Salz, etwas Pfeffer, einen Teelöffel Zucker, einen Teelöffel Senf, einen Esslöffel getrockneten Estragon, einen Teelöffel getrockneten Kerbel,
4 Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Essig, und 1 Esslöffel Wasser. Die Zutaten mixe ich nun so lange, bis eine glatte und geschmeidige Masse entstanden ist. Anschließend mische ich die Eiermischung mit dem gehackten Knoblauch und den Zwiebelwürfeln. Und so sieht der Dip aus. Nach Ende der Kochzeit gieße ich das Wasser ab und lege die Artischocken mit den Spitzen nach unten in einen Seiher, damit das Wasser abfließen kann. Danach können die Artischocken auch schon serviert werden. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man Artischocken isst. Man zupft jeweils ein Blatt von der Artischocke ab, taucht das fleischige untere Ende in den Dip und zieht das Fruchtfleisch mit den Zähnen ab. Der Rest des Blattes ist nicht essbar und kann weg. Nach und nach werden die Blätter immer kleiner, dann nehme ich mehrere Blätter auf einmal. Unter der letzten Blätterschicht befindet sich das sogenannte Heu, das ungenießbar ist. Am einfachsten lässt es sich entfernen, wenn ihr es mit einem kleinen Löffel rundherum vom Rand zur Mitte hin drückt. Auf diese Weise löst sich das Heu in einem Stück und lässt sich ganz einfach entfernen. Darunter befindet sich das sogenannte Artischockenherz, das ist der zarteste und beste Teil der Artischocke. Diesen bestreiche ich großzügig mit dem Dip und esse ihn mit Messer und Gabel. Wer möchte, kann die Artischocken aber auch schon zerteilt auf einem großen Teller anrichten und als Fingerfood bzw. Snack servieren. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr bestimmte Rezeptwünsche habt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!